Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video malen wir Stoff und ich möchte euch herzlich zu diesem Tutorial einladen. Also zückt eure Stifte. Wir brauchen Lemon Yellow 915, Permanent Red 122, Pomegranate 195 und Black Grape 996. Wir fangen mit dem Permanent Red an und malen mit leichter Hand wirklich nur eine leichte Schicht komplett über das ganze Kleid. Permanent Red ist also die Grundfarbe für das komplette Kleid. Und während ich das Kleid ausmale, ein paar Infos. Dieses Bild ist aus dem Malbuch von Julia Bittruf, Princess Dreams. Unten in der Infobox werdet ihr einen Link zu der Review zu diesem Malbuch finden und auch ein kostenloses Download, das uns die Autorin zur Verfügung gestellt hat, das ihr eben für dieses Tutorial nutzen könnt. Ich benutze hier die Prismacolors auf ganz normalem Kopierpapier. Ich habe mir die Seite aus dem Buch einfach rauskopiert, damit wir quasi auf gleichem Grund anfangen. Und ich werde auch unten in die Infobox ein paar Farbalternativen zu unterschiedlichen Stiftemarken auflisten, falls ihr nicht die Prismacolors habt. Aber im Prinzip sollte das Tutorial gleich für alle Stifte funktionieren. Und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen oder eben auch über einen Kommentar. Also schaut unten in die Infobox, klickt euch durch, ihr werdet es nicht bereuen. Nachdem wir nun unsere Grundfarbe aufgetragen haben, nehmen wir das Pomegranate, die 195, und malen den Schatten für diese Stofffalte. Ich werde oft gefragt, woher ich weiß, wo Licht und Schatten sind, aber eigentlich kann ich die Technik nicht genau erklären. Ich stelle es mir einfach vor. Wenn jemand sitzt und eben diese Stofffalte fällt, wo fällt das Licht auf die Falte, beziehungsweise wo ist der Schatten, wo ist die dunkelste Stelle, weil jetzt diese Falte im Teil des Kleides mit versinkt. Und so habe ich mich eben dafür entschieden, diese Stelle als Falte zu sehen und ihr einen Schatten zu geben. Und wenn man erstmal anfängt in einem Bild, wird man merken, dass der Rest eigentlich wie von selbst folgt. Oft muss man erstmal den Anfang wagen, bevor der Rest eigentlich wie von selbst kommt. Ich weiß, dass so ein großes Bild mit einem neuen Tutorial manchmal sehr, sehr einschüchtern wirken kann, aber wenn ihr erstmal anfangt, dann ist der Rest eigentlich kein Problem. Und wie gesagt, es ist ein Ausdruck. Wenn der erste Versuch nicht klappt, druckt ihr euch das Ganze nochmal neu aus und wagt einen nächsten Versuch. Manchmal braucht es ein paar Übungen, bevor man wirklich auf das Ergebnis kommt, mit dem man selber zufrieden ist. Wir selbst sind unsere größten Kritiker. Jeder andere würde es als wunderschön empfinden, aber wir selbst sehen natürlich die Fehler. Jetzt nehme ich meinen Black Grape, die 996, um den Schatten noch ein bisschen intensiver rauszuheben. Man braucht gar nicht viel, ich benutze auch nur mittleren Druck, weil dadurch, dass die Faltkanten schon mit der Druckertinte vorgegeben sind, brauche ich eigentlich nicht sehr viel von dem Black Grape, um den Ganzen noch mal so ein bisschen intensiver nachzuhelfen. Hinterher hilft mir das Black Grape, meine eigenen Falten, die ich hinterher noch hinzufügen werde, etwas mehr zu kaschieren, sodass sie aussehen, als wären sie von vornherein von dem Autor mit reingezeichnet worden. Als nächsten Tipp, fangt wirklich erst leicht an. Ich habe hier erstmal einen schmalen Schatten angedeutet. Ich arbeite mit mittleren bis festem Druck, nicht zu doll und blende auch nicht zu weit aus, einfach weil ich mir selber bei dieser ersten Falte noch nicht sicher bin, wie viel Schatten dort fällt, beziehungsweise wie viel Platz ich noch für meinen Lichtreflex brauche. Und ich arbeite mich hier wirklich Stück für Stück vor und das würde ich euch auch immer empfehlen. Es ist immer leichter,
hinterher die Farben noch etwas dunkler zu machen bzw. intensiver zu machen, als hinterher mit einem Radiergummi dran gehen zu müssen und zu versuchen, die Farben mehr aufzuhellen. Also arbeitet wirklich langsam, Schicht für Schicht, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ihr könnt hinterher wirklich mit mehr Druck nochmal über das ganze Bild gehen und intensiver arbeiten. Ich benutze hier wieder das Permanent Red, um mein Pomegranate mehr auszublenden. Ich gehe hier auch wieder Schicht für Schicht vor, weil ich nicht genau weiß, wie viel von dem Permanent Red ich brauche, beziehungsweise wie dunkel diese Faltkante werden soll. Aber ich fange mit stärkerem Druck an, dort wo mein Schatten am dunkelsten ist, und lasse das Permanent Red auslaufen. Also ich lasse den Druck nach zu der Richtung, wo mein Lichtreflex sein soll. Also von dunkel nach hell, mehr Druck bis weniger Druck. Ich werde hier auch wahrscheinlich 2 Schichten machen, also leicht rangehen, bevor man hinterher zu viel Farbe hat. Dann blende ich das Ganze mit dem Lemon Yellow 915 aus und benutze hier eher mittleren Druck, damit man schauen kann, wie viel von dem Gelb man überhaupt haben möchte, wie doll das Ganze wirkt, aber dennoch genug Druck, um das Gelb in das Rot zu verblenden, sodass es wirklich eine gemischte Farbe ist und nicht aussieht wie 2 geteilte Farben. Weil wir hier auf Kopierpapier arbeiten, hat man diese weißen Pünktchen, die durchscheinen. Und hier hat man 3 Möglichkeiten. Einmal mit Farbverdünner, mit einem Blenderstift. Ich habe hier den Lyra Splendor Blender. Oder man kann das Ganze mit einer weiteren Schicht Buntstift und mehr Druck ausblenden. Zur Liebe meiner Hand und der Schnelligkeit halber benutze ich hier den Farbverdünner. Ich benutze hier wirklich nur ganz, ganz wenig, einfach weil ich schon so viel Pigment auf dem Papier habe. Und wenn ihr euch fragt, wie funktioniert das Ganze, unten in der Infobox werde ich ein Video verlinken, wie man Farbverdünner benutzt. Und weil ich nur sehr wenig Farbverdünner benutze, ist es auch kein Problem mit dem Kopierpapier. Das wälzt sich nicht, es ist gar keine Flüssigkeit drauf. Ich arbeite quasi nur mit einem ganz, ganz winzigen Rest und schon verteilt sich die ganze Farbe wie von selbst. Wenn man einen Blenderstift benutzt, ist das natürlich auch kein Problem. Ihr müsst nicht unbedingt den Lyra Blender benutzen, egal welche Marke ihr habt, das sollte auch funktionieren. Wenn ihr das Ganze pur mit Buntstift malen wollt, weil ihr beide Optionen nicht zur Hand habt, dann ist das auch kein Problem. Tragt einfach eine weitere Farbschicht auf und benutzt mehr Druck. Benutzt viel, viel mehr Druck, einfach um das Papier zu glätten und um die Farben besser ineinander zu blenden. Das Ergebnis wird das gleiche sein, ihr müsst nur ein bisschen mehr Kraft und Zeit hineinstecken. Hier ist die zweite Art von Falte, die ich euch zeigen möchte. Ein Kleid hat für mich 2 Arten von Falten. Einmal die, die eben so fallen, dass eine Seite der Falte Schatten wirft und eine andere Seite eben das Licht fängt. Dann sind da noch die Falten, die eben so rund hervorstehen, wo eben 2 Schattenseiten sind, weil diese Falte aus dem Kleid heraussteht und eben mit dieser Rundung raus das Licht auffängt. Und das versuche ich mit dieser Falte zu simulieren. Wenn ihr genau drüber nachdenkt, werdet ihr wahrscheinlich verstehen, was ich versuche zu erklären, beziehungsweise was ich meine. Aber diese Falte wird genauso gemalt wie alle anderen Falten. Erstmal habe ich eben mit dem Pomegranate den Schatten angedeutet. Das Ganze werde ich jetzt gerade mit dem Black Grape vertiefen. Dann nehme ich mein Permanent Red, blende das alles ein bisschen mehr ineinander und setze meinen Lichtpunkt mit dem Lemon Yellow. Also nichts Schweres, nur dass man diesmal eben 2 Schatten hat, die man reinblenden muss.
Aber schaut einfach weiter zu, ihr werdet sehen, was ich meine. Für all diejenigen, die das Kleid mit mir zu Ende malen wollen, gibt es unten in der Infobox einen Link zu einem Color Along. Also keine Angst, ich lasse euch hier nicht alleine. Dort findet ihr auch einen Link zu der Review für das komplette Malbuch und auch die Farbübersetzungen, falls ihr unterschiedliche Stifte benutzen solltet. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen, ihr konntet hier etwas Hilfe finden und ich freue mich natürlich, immer mit euch zusammen zu malen. Also lasst von euch hören und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Tschüss!